Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part haben wir diese Hauptschlacht hier eigentlich abgeschlossen. Wir haben da Geralt umgebracht, Byleth ist geflohen, Randolph ist auch noch gestorben. Also war irgendwie alles nicht sehr zufriedenstellend. Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Schlacht spielen kann. Und ich weiß jetzt auch durch euch, was ich falsch gemacht habe in dieser Schlacht. Aber es ist sehr kompliziert, finde ich. Und deswegen werde ich jetzt diese Schlacht nochmal neu spielen. Nicht komplett mit euch gemeinsam, ich werde euch nur die Unterschiede reinschneiden. Ist ein bisschen ärgerlich, weil eben auch die ganzen Erfahrungspunkte und das Gold alles weg sind. Muss ich eben alles nochmal neu machen. Ich werde aber die exakt selben Einheiten mitnehmen, mit dem exakt selben Inventar, auch dieselben Ausrüstungen und Fertigkeiten und so. Einziger Unterschied ist, dass Lascivia nicht mehr das Abyssesbuch hat, weil das war zu riskant. Sie hat stattdessen hier ein Kriegerbuch einfach nur, was 100 und 120 hat, auch sehr stark, nicht ganz so stark wie das Abyssesbuch, aber etwas sicherer. Alles andere ist genau gleich geblieben, von den Einheiten her zumindest, aber ich werde eben die Schlacht etwas anders spielen, um dann am Ende ein anderes Ergebnis zu haben, ein hoffentlich besseres Ergebnis. Ich kann auch gleich mal sagen, dass man von Anfang an gleich was beachten muss. Und zwar muss man, damit das funktioniert, das Secret-Ende von dieser Schlacht hier, muss man Echomagie Blitz ausgerüstet haben als Strategie. Die musste man ja auch freispielen bei einem der Erkundungspunkte. Und die muss man eben hier ausgerüstet haben. Das habe ich auch gemacht im letzten und vorletzten Part, aber hat trotzdem nicht funktioniert, weil ich andere Fehler gemacht habe. Aber ja, die muss auf jeden Fall drin sein. Yuri überzeugen werde ich auch wieder machen. Und der Rest ist egal, was man da noch drin hat. Und da am Anfang ein Hinweis, die erste Hauptmission oder die ersten beiden Hauptmissionen, die man hat in der Schlacht, sind ja, dass man Baron Matthäus besiegen muss und auch, dass man diese 4 Festungen einnehmen muss. Ich habe das im vorletzten Part, war das in der Hauptschlacht so gemacht, dass ich zuerst Matthäus besiegt habe und dann habe ich die Festungen eingenommen. Die Reihenfolge war aber falsch, denn man sollte zuerst die 4 Festungen einnehmen und dann dürfte eben etwas anderes passieren. Und was, das werden wir jetzt dann gleich sehen. We've decimated the enemy's forward position. I'm surrounded. I beg you, stay your hand. I happily surrender. Baron Matthäus ergibt sich nämlich dann. I trust the man roughly as far as I can hurl him. We may find it useful later. Okay. The Emperor's roster shames the rest of us. I must find a way to distinguish myself. It's not over. Und damit kommen wir jetzt auch weiter. Jetzt geht sie erstmal normal weiter, die Mission, aber dann gleich kommen wieder Dinge, die ich ein bisschen anders machen muss. So, dann habe ich gerade eben schon die Nebenmission hier erfüllt, wo man die Zauberer da retten musste. Und nur dann kann man ja auch Echomagie Blitz einsetzen. Die muss man also alle retten und dann kann man das eben machen. Das ist ja auch normal, das habe ich auch in meinem ersten Run durch die Mission so gemacht. Aber das muss man eben ausführen, sonst kann man nicht das bessere Ende erreichen. Genau. Da kommt jetzt Alois. Genau. Ist auch richtig so, dass er jetzt auftaucht. Genau, jetzt kommen auch die Truppen des Rittmeisters, dann kann Edelgard da gleich hin. Das habe ich ja auch so gemacht. Aber es kommt gleich noch eine andere wichtige Sache, weil da oben ist jetzt eben Alois und Byleth ist da oben ja auch noch. Und Byleth ist wichtig. Level Up erstmal, yay. Es gab auch schon ein paar andere Level Ups, die waren sogar ziemlich ähnlich, glaube ich, die Level Ups wie davor. Passt. Okay, so jetzt habe ich auch die Festungen eingenommen. So, und jetzt kommt das Wichtige. Das war auch schon in meinem ersten Run so. Jetzt bewegt sich nämlich Byleth nach Westen in diese eine Festung da rein. Jetzt, wo auch Yuri auftaucht, genau. Und das habe ich gar nicht wirklich bemerkt, dass sich Byleth dahin bewegt hat, aber das war eh schon Fail. Weil ich ja Baron Matthäus besiegt habe und ihn nicht verschont habe. Soll Yuri besiegen? Ja, das mache ich auch gleich. Aber wir merken uns jetzt eben, dass Byleth in diese Festung nach Westen gelaufen ist oder gerade hinläuft. Genau, hierhin läuft Byleth gerade. Ja, das müssen wir uns merken. Das wird dann gleich noch wichtig. Okay, Yuri ist rekrutiert. Und damit müssen wir jetzt zur gegnerischen Basis vorrücken. Das ist auch noch ganz normal. Byleth will zurückgehen. Und jetzt ist der Unterschied, da wir Baron Matthäus am Leben gelassen haben. Denn er zerstört die Brücke, sodass Byleth nicht zurücklaufen kann. Rodrigue has been cut off. Move in and strike before the mercenaries can rejoin him.
No, this is our chance to kill the Ashen Demon. There's no one to interfere. So, Nebenmission, besiege Byleth. Das dürfen wir jetzt nicht machen. I have to reach the commander as Yay, Level up zwischendurch. I must outwit even death. soon as possible. So, ich muss es jetzt schaffen. Genau, Byleth läuft jetzt wieder trotzdem zu Rodrigue, aber muss halt außen rumlaufen. Hier unten rum. Und das muss ich jetzt verhindern. Ich muss es schaffen, Rodrigue zu besiegen, bevor Byleth ankommt. Deswegen muss ich mit Edelgard halt schnell sein. Ich glaube, ich kann auch noch Byleth ein bisschen hier aufhalten, indem ich ihm Chess und Lawrence dahin jage. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, weil ich brauche nämlich eh noch auch einige Gegner, die ich besiegen muss. Weil ich will natürlich auch hier wieder einen S-Rang haben, weil ich habe die Mission quasi noch nie gespielt, weil ich den alten Spielstand geladen habe. Und deswegen will ich ja natürlich auch einen S-Rang haben. Aber ja, das ist jetzt mein Plan, dass ich jetzt Rodrigue eben besiege, bevor Byleth zu Rodrigue ankommen kann. Das will ich jetzt schaffen. Get out of my way! Jawohl! Geschafft. Forgive me, Felix. Protect His Majesty. And Fargus. War sogar noch ziemlich knapp, ehrlich gesagt, weil Byleth ist relativ schnell. Musste zwar die ganzen Festungen einnehmen auf dem Weg, aber war trotzdem ein bisschen knapp, weil ich halt auch noch Gegner besiegen musste, einige. Aber hat funktioniert. I leave to take care of one backup squad and come back to this? What a mess. Rodrigue is slain and the kingdom put to rout. Will you and your mercenaries yield? I see no other choice. Victory is ours. Friends and loyal soldiers, raise your voices loud. What can I say? You got us. Auch das Gespräch hier ist jetzt anders, weil Geralt lebt da jetzt noch. Es gibt auch keine Cutscene anscheinend hier bei diesem Ende. Dann fühlt sich sogar doch das andere irgendwie besser an fast, weil es da eine Cutscene gibt. Und hier nicht, aber ich glaube, das hier ist besser. You rolled right over us and took out our employer. I know when it's time to raise the white flag. Wait, that's it? You're giving up? We've faced you in battle many times, only to be bested at every turn. Yeah, you've pretty much run us out of business by now. It's not easy finding new clients in the best of times. And no matter how good our reputation is, none of it matters if we can't actually win. At this rate, I'll have to stop calling myself the Blade Breaker. In that case, do you have any interest in working for us? The Empire? It's true that your fighters and mine have waged many a bloody battle. But did you oppose us out of principle, or was it merely a business decision? Assuming you have no deep-seated animosity for Adrestia, I would welcome you with open arms. In the Empire, those with talent are given an outlet appropriate for their abilities. Yeah, you should join us. I mean, by now we all know firsthand how strong you are. And sure, there might be some folks here and there who have reservations about you fighting on our side. But they'll definitely come around once they see how dependable you are. What do you say? I doubt the kingdom will have any jobs for us after all of this. No better time for a fresh start. I agree. What about you, Alois? It might be strange, working against your old knight friends. I've already made my decision. I have sworn to follow this fine captain wherever he goes. If my old allies want to come grill me over a fire, I'll just have to make myself more obscure. That's a good one. If I don't slay my foes by the sword, I will do so by the joke. Well, guess that's that. Just tell us when we start. I'll go talk to the group and smooth things over. You two, stay here with the client. Got it, thanks. Understood, Captain. Our troops will also want an explanation, so we'd better get to it. Yay, Freund des bleichen Dämons. So, erstmal Schlacht abgeschlossen. Und ich habe auch einen S-Rang geschafft. Ist auch noch ein Level up für Marianne. I want to grow even more. Ja,
Ich habe eben versucht, die Mission auch halbwegs ähnlich zu spielen. Also ich habe, ja, musst du dich. Ich habe Chess und Edelgard am meisten machen lassen, weil Chess hatte ja das Ding von Balthus, wo er mehr Geld bekommt. Und Edelgard hatte den Stein des Wissens, wo sie mehr Klassenerfahrung bekommt. Deswegen haben die beiden, Chess und Edelgard, am meisten gemacht. Chess war der Held. Ja, Level 40 sogar. Ja, aber jetzt reizt wieder Chess. Das war zwar jetzt gut, dass du mir viel Geld gebracht hast, aber jetzt reizt wieder. Mhm. Er hat auch gute Level-Ups gemacht, muss man sagen. So. Mhm. Sehr schön. Who knew this power slept within? Lanzenbrecher, wunderbar. Das kennen wir, glaube ich, auch alle schon. Ich glaube, dieselben habe ich auch bekommen. Silberschild auch wieder aus der Truhe. Truhe habe ich mir auch mitgenommen. Genau, also mit der Truhe ist ein bisschen komplizierter, weil ich glaube, der Schlüssel ist gar nicht aufgetaucht. Glaube ich. Weil der Schlüssel ist, glaube ich, der taucht, glaube ich, erst auf, wenn Geralt auch erscheint. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall keinen Schlüssel gesehen, aber es ging trotzdem, weil mit Chess konnte ich die Truhe öffnen. Weil Chess hatte ja Ash als Adjutanten dabei und das war mir gar nicht so richtig klar. Aber Adjutanten können auf die Unterstützungs- und Taktik-Signaturfertigkeiten zugreifen von den Adjutanten. Also mit anderen Worten, Ash hat ja als Unterstützungsfähigkeit, dass er Truhen aller Art öffnen kann. Und weil er ein Adjutant zu Chess war, konnte das dann Chess auch. Und ich wusste gar nicht, dass das so ist, aber es ist so. Wir kriegen übrigens hier ein Donnerschwert plus 13 auch schon. Das ist natürlich geil für Magier. Das ist ziemlich cool. Sakralbogen, Meisterbuch, umgedrehtes Buch. Okay, nice. Göttin der Ikone, Ultima-Siegel, Steine. Hoffentlich auch wieder viel Geld. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, oder? Oder ist es weniger? Ist auf jeden Fall auch sehr viel. So. Edelgard und Ash am C. Größe 5 bin ich auch. Yay. Und wir haben Byleth spielbar. Let's go. Sehr schön. Wunderbar. Byleth ist Silberherz als Klasse. Okay, interessant. Also auch Byleth können wir austesten. Ziemlich nice. Yuri haben wir natürlich auch. Das ist ja klar. Und Geralt können wir ausspielen. Als heiligen Ritter. Jawohl. So, Alois anscheinend nicht. Der ist nicht spielbar anscheinend. Vielleicht ist das nur eine grüne Einheit wie Randolph oder so. Aber egal, Byleth und Geralt haben wir. Und Randolph ist nicht gestorben. Also ich würde auf jeden Fall argumentieren, dass dieses Ende hier das Bessere ist. So you're Geralt the Bladebreaker, huh? And I guess that makes you the Ashen Demon. So, und hier kommen nochmal weitere neue Gespräche. Also einiges Neues noch. Und das ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das dann jetzt im weiteren Verlauf noch sein wird. Aber wir gucken erstmal. You guys look tougher than a box of nails. No wonder we've had our hands full. Danke auf jeden Fall für die Tipps, die ihr mir gegeben habt, weil das ist wirklich ziemlich kompliziert, finde ich, was man da für Schritte machen muss, um da Byleth und Geralt zu bekommen und um das andere Ende von der Schlacht zu erzielen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Please, make yourself at home. The Imperial Army is most delighted to welcome you into its embrace. My name is Ferdinand von Aegir. You might say I am something of a leader figure around here, as I essentially hold the entire army together. Oh no, not more strangers! Relax, Byrne. It's not like you don't encounter strangers every time we take the battlefield. That's a good point. Wait, is it? Has anyone ever inspected you for crests before? Perhaps I might borrow you for a brief experiment. Are you having interest in a sword fight? I am curious to see the stuff of which you are made. Well, we sure got a lively crew here. Get in there, kid. Let him show you the ropes. I suppose we didn't need to worry about bad blood. If anything, it would seem Her Majesty's path to victory just grew even shorter. By the way, has anyone seen our mercenary friend? Sorry about all this, Arval. I know you've only been giving me your powers because you want me to beat the Ashen Demon. Don't worry about it. It's for the best, right? For all my doomsaying, everything seems to be right as rain. Recruiting Geralt's mercenaries and the Ashen Demon was the right choice. Finde ich auch. I hope you're right. What's wrong? Feeling lost now that you don't have an enemy to chase around the countryside? Bejahen, verneinen. Nö, wir haben schon noch einiges zu tun. Wir wollen ja auch dem Kaiserreich treu bleiben, oder nicht? Du weißt nicht, was du tun sollst. Doch, weiß ich. Verneinen. I'm not lost. I know exactly what I've got to do. Win this war. Genau. I'm gonna help Edelgard and my friends usher in a new age in Fodlan. Well, any snarky follow-up for that? It's hardly the first time you've mentioned it.
I suppose it's a fine goal, yes. If that's what you want, then I'll just have to help you achieve it. After all, I'm your partner in destiny. I'm here for you and you alone. Okay. Die anderen Cutscenes, auch mit dem neuen Kapitel und alles, was danach noch kam, war exakt dasselbe, wie auch schon im letzten Part. Deswegen, das werde ich nicht mehr zeigen. Das haben wir da schon gesehen. Also der Rest hat sich nicht mehr verändert, dadurch, dass wir jetzt Byleth und Geralt haben. Kriegskarte ist auch dieselbe. Also ist es nicht so, dass jetzt komplett alles anders ist. Aber es wird schon auch auf spätere Kapitel Auswirkungen haben. Weil wenn wir halt Byleth nicht rekrutiert hätten, dann hätte ja Byleth nochmal später uns irgendwann ein weiteres Mal bekämpfen wollen. Deswegen die weiteren Schlachten müssen auch ein bisschen anders sein zumindest. Oder auch weitere Kapitel eben. Aber dieses hier, zumindest die Kriegskarte und die Story davon, die scheint erstmal gleich geblieben zu sein. So, wir haben jetzt auch neue Kampfvorschläge, ist ja alles neu, weil ich den Spielstand nochmal geladen habe. Wir haben hier, erwirbt Materialien, um den Übungsplatz zu erweitern. Ah ne, ist doch übrigens dasselbe sogar. Okay. Erwirbt Materialien, um die Bataillonsskill zu erweitern. Oder verkaufe Items zu höheren Preisen, genau. Da habe ich ja das hier genommen. Ich habe nochmal geschaut, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Weil ich habe am Übungsplatz nur noch eine Erweiterung übrig, die ich noch machen kann. Und ich habe da ja, glaube ich, 20 bekommen. Und deswegen, das sind sogar 10 verschwendet von denen. Die Bataillonsskill habe ich noch gar nicht erweitert. Und dann wären wahrscheinlich sogar davon vielleicht Materialien doch sinnvoller als von Übungsplatz. Deswegen nehme ich mal jetzt doch das von Monika. Entscheide ich mich hier auch einfach um. Ja. Mhm. So, Knappeninsignien, Ritterinsignien und vor allem Heldeninsignien. Jupp. Mhm. So, und das sind wir wieder. So, jetzt dürfte dann auch irgendwo hier hoffentlich Byleth rumchillen. Das wäre ziemlich cool. Warte mal. Ich will mal kurz gucken. Oh, Byleth. Und Byleth ist vor allem hier so gesprächig. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich will mich aber erst im nächsten Part hier im Basislager umsehen. Ich will dann in diesem Part einfach noch ein paar Gespräche vielleicht machen und im nächsten Part dann schon umsehen. Vor allem auch mit Byleth und Geralt sprechen, die wir jetzt auch hier haben. Natürlich auch bald die beiden austesten. Byleth hat ja auch eine spezifische Klasse mit eigenem Moveset, wahrscheinlich sogar. Deswegen, da bin ich schon sehr gespannt. Aber erstmal jetzt ein paar Gespräche, da haben wir immer noch Tausende offen. Übrigens, Byleth... Ah, das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Byleth kann zu allen A bekommen. Ach du Scheiße. Aber nur mit Chess und Geralt gibt es Gespräche. Sehr interessant. Okay, das ist natürlich sehr aufwendig. Aber gut. Und Geralt hat nur zu Chess bis zu A. Zu Manuela auch. Und zu Byleth halt natürlich. Allen anderen nur C. Okay, interessant. Aber ja, erstmal Gespräche eben. Wir haben zum Beispiel noch eines zwischen Linhardt und Dorothea. Und zu Petra darf dann Linhardt gleich auch noch ein Gespräch machen. There you are, Lynn. Oh, Dorothea. How unusual. I didn't expect to see you in a place like this. It's not unusual when I've been looking for you literally everywhere. You skipped out on the War Council meeting this morning and Aidy was livid. Yes, something came up that required pulling an all-nighter 2 nights in a row, so I had some sleep debts to repay. Next time, maybe spare a thought for the person who'll get stuck having to track you down. We discussed important matters in the meeting, you know. There was some kind of accident, and now we're experiencing a delay on supplies. And now we need to ration our food? It's a pain, but these things happen. In the worst case, we're supposed to be considering ways to forage for food ourselves, right? I suppose I can handle it if we need to fish, but I'll have to pass on tromping through the fields and mountains to harvest wild... whatevers. Wait, how do you know all this? You weren't even at the meeting. Because I had someone who attended take notes for me. Wait, how do you know all this? You weren't even at the meeting. Were you? Ja, das Were you ist auch wieder komplett weggelassen. Mann, egal. Wait, you had someone... More importantly, you should go to Her Majesty and propose a review of our supply logistics. Considering our current position on the front lines, we should break up the transportation of provisions along multiple routes. It may cost a little more to split things up, but it'll allow us to avoid situations like this. Overall, it should provide many benefits, and the plan will be viable for use in future campaigns too.
Wow. Dorothea? This sort of thing really gets your brain going, huh? Still, I wish you'd just go to the meetings and share all of these opinions. People would be thrilled at your resourcefulness, you know. Oh, I'm quite happy with things the way they are. Attending meetings would only add to my headaches. You can only run from this for so long, Lynn. And sure, I'll propose what you asked me to. But I'm going to do so in your name. Wait, are you serious? Das ist auch eine ganz andere Übersetzung, aber gut. Oh, very much so. I couldn't possibly take the credit for something you thought up, right? I suppose that's fair. I can feel the headaches forming already. Armer Linhard. Dabei hat er doch so gute Ideen. So, hat er auch mit Petra gute Ideen in dem Gespräch? Mal gucken. Sand, rain, river? Is he writing of the weather? Moment, warte mal, ganz hat sie Rain gesagt? Sand, rain, river? Rain. Is he writing of the weather? Rain, Regen wurde hier zu Wind. Okay, auch interessant. Ich meine, aber könnte auch, es geht ja wahrscheinlich wieder um Wortspiel, was sie nicht versteht, und vielleicht braucht man für das Wortspiel im deutschen Regen, im deutschen Wind meine ich. Das könnte sein. Mal gucken. Are you all right, Petra? That's quite the noise that just came flying out of your diaphragm. Linhardt, perhaps you can be helping me. This letter is giving me much difficulty. A letter, is it? I was under the impression that you had no trouble reading the language of Fodlan. I also had that thought, but this page is not making sense. Can you be reading it for me? What? Oh, no, I couldn't. This is a private matter. I mean, I don't even know who it's from. But I cannot be writing back if I do not know what they are saying. Please, do this favor for me. Oh, very well. Let me have a look. Goodness, no wonder you struggled with this. It couldn't be more archaic. Right, well, let me give this a shot. Yon world is endless sand, and I but a parched grain air upon its bosom. Oh, beauty! Was it the western wind which brought thee hither, merciful rain? Soft, my river o'erfloweth. Okay, Wind und Regen kommen beide vor, aber trotzdem hat Petra Rain gesagt und das wurde dann hier zu Wind. Egal. Petra, is this a love letter? That is a possibility, but I do not have certainty. Okay, you definitely should have mentioned that before I started reading this. Well, too late now, I suppose. Indeed. I am blaming the letter. If no one can have understanding of it, the writer is a waster of paper. Well, it's not that I don't understand so much as... Look, let me just give this back to you. You have understanding? You must be teaching me. Oh, very well. The writer is using archaic speech to express his love for you through metaphor. So much so that I would say they have gone and spoiled the whole thing. So he has passion? I am pleased, although I have little knowledge of the letter's writer. Really? From what he's written here, it sounds as if he sees you every day. Oh, wer ist das? Also, the letter is absolutely rife with mistakes. Take this passage, for example. I think he mentioned the western wind in an effort to evoke Brigid, but it's actually the southern wind that brings rain. Besides which, the merciful rain is a gift from the goddess. This paramour of yours shouldn't be tossing such sacrilegious comparisons about. And I won't even ask how a grain can be parched, let alone turn into an overflowing river. The words have richness and color. I wish I could be reading them as well as you. Trust me, it's nothing special. Well-crafted writing has layers. This just has apostrophes. So, are you planning to write him back? This has been a most painful lesson of how little I am knowing. I must be reading many books to study the old speech of Fodlan before making my reply. I sure hope she doesn't plan on writing him back in the same style, or they're going to end up talking right past each other.
Da bin ich sehr gespannt auf das A-Gespräch. Ich hoffe, dass da noch aufgeklärt wird, wer das war. Und dass es am besten ein anderer Schüler war. Wie, keine Ahnung, Caspar oder so zum Beispiel. Das wäre super. Das fände ich lustig. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lang der Part übrigens ist, weil ich ja zwischendurch sehr viel rausschneiden musste, weil ich ja die Mission noch neu spielen musste. Ich glaube, ein Gespräch dürfte noch gehen. Ich hoffe mal, dass der Part nicht zu lang oder zu kurz ist. Ignaz hat ja eh 3 Stück, machen wir mal eines. Noch zumindest mit Leiste 4. Ja. Warum nicht? Ah, there you are, Ignaz. Hello, Lysithea. Do you need something? I wanted to thank you for your actions in our skirmish earlier. You blocked the enemy's approach, which allowed me to maintain my position on the battlefield. I'm very grateful. Oh, you don't need to thank me. Protecting comrades is all part of the job when you're a knight. At first, I thought knighthood would prove to be a task beyond your ability, but you've turned out to be surprisingly dependable. Didn't you come from a merchant family? I sure did. Then if I may, why have you chosen to become a knight instead of taking over the family business? Because I'm the second son. My older brother is going to take over the business. My father wanted me to become a knight so I could help my brother that way. It was a lot to deal with, but in the end, I'm pretty happy with how it all turned out. It's quite commendable to choose a future based on your family's wishes. Oh, it's not so impressive. Your family must have been ecstatic when you were knighted. I suppose they were. To be honest, I am envious of you. You are? I am. I haven't been able to do anything for my own mother and father yet. I hope to be as strong as you and do something equally wonderful for my parents one day. You're very considerate of your parents, Lysithea. And I know how hard you work when you set your mind to something, so I'm sure you can do this too. Yes, well, if there's anything I can do to help, just let me know. That is to say, I certainly will. Thank you. Now, if you'll excuse me, I really should be going. The work of a knight is never done, after all. Okay, so, wie gesagt, ich hoffe, dass der Part von der Länge her halbwegs okay ist. Dann würde ich also sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal werden wir uns dann hier im Basislager schön umsehen. Jetzt haben wir mittlerweile schon Milliarden blaue Punkte, mit denen wir uns unterhalten können. Allen voran eben auch Byleth und Geralt, aber auch Yuri dürfen wir nicht vergessen, der ist ja auch neu. Also 3 neue Einheiten haben wir, die wir uns beim nächsten Mal dann angucken können, mit denen wir uns unterhalten können. Und auch anderes Zeug wird ja vielleicht auch los sein, keine Ahnung. Also ein schöner Basislager-Part wird beim nächsten Mal kommen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.